Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein kleines Basics und wie ihr hier unschwer erkennen kann, geht es um Stricken in Runden, denn wir alle kennen ihn, diesen kleinen fiesen Übergang, den es immer gibt, wenn wir anschlagen und zur Runde schließen. Das geht natürlich auch schön unsichtbar, sodass man den nicht sieht. Ihr seht hier, wie Sie sehen, sehen Sie nichts und der Rundenübergang ist komplett unsichtbar. Das funktioniert natürlich mit einem kleinen Trick und wie der geht, das zeige ich dir jetzt. So, um hier eine Runde unsichtbar zu schließen, habe ich schon was vorbereitet, nämlich habe ich Maschen angeschlagen. Ihr könnt das natürlich auf jeder Nadel machen, mit der ihr strickt. Also ist völlig egal, ich habe hier meine Trios. Das kann natürlich ein Nadelspiel sein, eure Rundstricknadel oder eben auch die Trios, wie auch immer. Da, wo ihr eine Runde schließen könnt oder müsst, könnt ihr das so machen und es ist völlig egal, mit welcher Nadel. So, alle meine Maschen sind angeschlagen, beim Trio sind die ja auf 2 Nadeln aufgeteilt und jetzt geht es auch direkt los mit dem Gestricke. So, da brauche ich meinen Arbeitsfaden, der ist hier. Meinen Anfangsfaden lege ich nach unten. Wie beim Allen zur Runde schließen, gucken wir natürlich, dass die Maschen nicht verdreht sind. So, das sind die hier nicht, das ist gut so. So muss das sein. So, dann schiebe ich mir meine Nadel in Arbeitsposition und jetzt kommt der Faden natürlich von hinten, so wie das immer ist, und dann stricke ich hier meine erste Masche zusammen. Also, dann stricke ich meine erste Masche ab natürlich, nicht zusammen, und dabei ziehe ich schon mal den Faden gut an. Das ist aber noch nicht der ganze Trick. Jetzt strickt ihr alle eure Maschen bis zur letzten Masche hier aus der Runde in euer Muster, was ihr strickt. Das heißt, das kann natürlich 2 rechts, 2 links sein. Das kann auch 1 rechts, 1 links sein. Ich mache jetzt mal hier quasi ein Bündchen mit einer Masche rechts und einer Masche links. So, und das strickt ihr bis vor die letzte Masche, also eure Runde wirklich bis vor die letzte Masche. Denn wie ihr seht, haben wir hier durch den Spannfaden, und da das ja nicht zusammen ist, gibt es hier diese kleine Lücke und die wollen wir ja schließen. So, ich stricke mal meine Runde bis zum Ende. So, da sind auch schon meine letzten beiden Maschen. Meine vorletzte ist, wenn ich eins rechts, eins links gestrickt habe, rechts. Und meine letzte ist jetzt links. Es kann auch sein, dass wenn ihr glatt rechts strickt, dass die letzte Masche natürlich rechts ist. Dann müsst ihr das anders machen. Erstmal geht es links, weil wir links machen. So, ich habe jetzt also meine Masche hier. Mein Faden ist vorne, wie zum Linksstricken. Dann hebe ich meine Masche ab. So, und jetzt müssen wir gucken. Jetzt nehme ich mir den runden Anfang. Hier ist ja die Lücke, die wir schließen wollen. Und hier ganz unten seht ihr unsere Anfangsschlaufe. Das ist unser Anfangsknötchen aus der Anfangsschlaufe. Ne? Das ist ein Kreuzanschlag hier unten und ihr seht, wie die Maschen alle laufen. Und hier der kleine Scheißer da, diese Anfangsknötchen, da wollen wir rein. Und da stechen wir auch, ich hole es mal ganz nah ran, mit der Nadel rein und machen uns den auf. Es ist also gut, wenn ihr den Anfangsknoten nicht allzu eng macht. Wenn nicht, dann kriegt ihr den auch gelockert. Das wäre jetzt die äußere Knotenlinie und wir nehmen uns die innere. So, dann lockern wir uns den ein bisschen auf, dass wir da gut reinkommen. Stechen mit der anderen Nadel rein. So, jetzt kann ich meine letzte Masche, die ich ja nur abgehoben habe, wieder darüber legen. Und jetzt stricke ich diese beiden Maschen einfach nur links zusammen. So, und wenn ich das gemacht habe, dann seht ihr hier, wie unser Rundenanfang hier komplett schön unsichtbar rundherum geht. Und jetzt kann ich meine Runde ganz normal weiter stricken, wie ich sie sonst stricken würde. Ich löse das mal noch mal kurz mal auf. So, na komm her. Wenn eure letzte Masche quasi eine rechte ist, also wenn ihr hier mit rechten Maschen, wenn ihr die Runde sofort glatt rechts schließt, dann geht das natürlich auch. Dann wäre die Masche so. Dann hebt ihr die wie zum Rechtsstricken ab. Das heißt von rechts nach links in die Masche. So, habe ich alle Fäden erwischt. Mal gucken. Yep. Dann nehmt ihr hier wieder den Knoten, der ist ja jetzt schon vorgelockert von vorhin.
strickt den ab. So. Und jetzt zieht ihr die abgehobene Masche einfach drüber. Und auch dann ist hier unsere Runde komplett unsichtbar geschlossen. Das ist auch schon der ganze Trick. Ich hoffe, mein kleines Video hat dir gefallen. Und ich hoffe, dass dieser Trick dir zukünftig hilft, eine Runde unsichtbar zu schließen. Wenn dem so ist, lass doch einfach ein Däumchen nach oben da. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.